und wie man einen weichen Bausatz, zum Beispiel von Tillig EW1, mit und ohne Herzstück zusammenbaut und was die Unterschiede sind, das zeige ich euch heute im heutigen Video. Hallo liebe MOBA-Freunde, im heutigen Video werden wir mal uns den Bausatz einer EW1 vornehmen. Wir werden die Weiche zusammenbauen und natürlich uns mal die Unterschiede zwischen einem Kunststoffherzstück und einem Metallherzstück anschauen. Und wie das geht, zeige ich euch jetzt. So, was brauchen wir dazu? Eine Spitzzange, eine kleine Feile, eine Pinzette, einen kleinen Seitenschneider und einen Sekundenkleber. Ich habe jetzt mal zwei verschiedene Bausätze besorgt. Wie gesagt, links ist es mit dem Kunststoffherzstück und rechts ist mit einem Metallherzstück. Man packt das Ganze aus und wichtig ist, dass man erstmal alle Teile sich parat legt und kontrolliert, ob auch alles da ist, weil dann kann man nämlich noch reklamieren. Sobald da irgendwas zusammengebaut ist, ist eine Reklamation nämlich ausgeschlossen. So, auf den ersten Blick gibt es jetzt keine großen nennenswerten Sachen. Wie gesagt, bis auf dieses Metallherzstück mit der Anschlussfahne und man hat hier noch zwei so zusätzliche Schräubchen dazu. Bei den Bedienungsanleitungen haben wir bei der alten EW1 mit dem Kunststoffherzstück, wie gesagt, eine Doppelseite, auch alles im Text beschrieben. Beim Herzstück jetzt bei der neuen habe ich jetzt das alles nur noch in Bildern. So, als erstes müssen wir die Strombrücken biegen. Das sind 4 Stück pro Weiche. Ich verwende dazu eine Spitzzange, messe das halt vorher ab, wie die Breite ist von den Löchern und biege das dann einfach um. So, die Brücken werden dann einfach von unten nach oben reingesteckt und dann schauen die quasi so raus. So, die rausschauenden Fähnchen, die dreht man dann nochmal 45 Grad und biegt sie dann rum und zwar entlang des Schienenstrangs. Wer ein bisschen Kopf hat, der überlegt sich natürlich die Richtung, weil dann braucht man nämlich nur über den Bogen die Schiene später drauf schieben und tut sich einfacher, als wenn da dieses gebogene Anfangsstück ein bisschen hakt immer. So, bei unserer Kunststoffherzstückweiche setzen wir dann die Kontaktplättchen ein und schieben dann die jeweiligen Mittelschienen drauf. So, die Kontaktplättchen dann immer noch mal wieder richtig justieren, dass sie über der Öffnung bleiben. So, dann kommen diese hinteren Mittelschienen dran. Und zwar, da gibt es eine, wenn ihr das seht, die untere ist nicht gefräst hier hinten und die obere ist gefräst. Die gefräste kommt immer an dem abzweigenden Stück, also hier oben rein. Und die ungefräste, wie gesagt, auf der geraden Seite. Wenn ihr die beiden Adapter hier benötigt für Weichenantriebe, dann wäre jetzt der Zeitpunkt, diese zu montieren. Ich brauche sie leider nicht, also deshalb lasse ich sie jetzt weg. So, dann legen wir unsere Stellschwelle ein. Das ist extra eine Aussparung in dem Schwellenbett dafür vorgesehen. Und schieben unsere Außenschienen wieder drauf. Bei dem geraden Stück achtet bitte, dass die Aussparung auf der Schiene sich auf der Seite, wo die Stellschwelle ist, befindet. So, bleiben dann nur noch die weichen Zungen über.
Die setzen wir natürlich in die übrig gebliebenen Löcher ein. So sieht das dann aus. So, dann drehen wir das Ganze um. Und ihr seht schon hier, das sind Art Nieten. Da geht er einfach mit einem kleinen Körner drauf, harte Unterlage drunter und dann tut er das einfach kurz mit einem kurzen Stoß einfach etwas breit klopfen sozusagen und fertig und stabil ist die EW1. Und bei der EW1 mit unserem Metallherzstück ist etwas anders, aber fast genau dasselbe. Wir fangen mit den Außenschienen an und der Stellschwelle. Wir schieben dazu die Außenschienen bis zur Höhe der Stellschwelle, legen die Stellschwelle ein und legen dann die weichen Zungen hinein. Sieht dann ungefähr so aus und dann schieben wir nur noch die Außenschienen nach oben. Dann gibt es so zwei filigrane Nietchen, die kommen dann auf diese Ösen drauf und später schiebt man dann die Schiene drüber. So, hier sieht man diese kleinen Schräubchen, wie gesagt, einfach nur richtig reindrücken. Das macht so Pick und die sind dann fest. So, die zwei Schienen in der Mitte, die wurden jetzt über diese Nieten, wurden die jetzt drüber gezogen. So, und jetzt kommt noch diese gebogene Dings. Da gibt es hier einen Schlitz. Das wird einfach nur hier eingeführt. Dann dreht ihr die Weiche um und biegt einfach diese Öse um. Da kommt dann später das Metallherzstück drauf. So, ich hoffe, man kann es erkennen. Das Metallherzstück, das wird halt mit einem Nippel durch dieses Kontaktblech gesteckt und einfach eingerastet. So, zum Schluss noch die zwei in den Schienen reinstecken und unsere Schiene ist so gut wie fertig. Wie man aber unschwer erkennen kann, wie gesagt, gibt es hier noch einen Abstand. Da empfiehlt der Hersteller einfach mit einem Tupfer Sekundenkleber drauf zu gehen, damit sich halt diese Schwelle dann auch nicht mehr bewegt und fest ist. Ja, ich hoffe, ich konnte euch weiterhelfen, dass man einfach so mal einen Überblick bekommt. Zeitaufwand, ich sag mal bei der ersten Weiche 15 Minuten und die anderen, da ist man dann nachher bei 5 Minuten. Also das geht dann wirklich richtig rasant. Und wie man so ein Herzstück richtig polarisiert, das zeige ich euch in den nächsten Videos.